Willkommen in der Präsentation unseres Usability-Projekts. In dieser Studie haben wir 2 Raumluftsensoren getestet. In unserer Usability-Studie ging es darum, 2 Raumluftsensoren zusammen mit den dazugehörigen Apps auf ihre Effektivität, Effizienz und Attraktivität miteinander zu vergleichen. Einer der beiden Raumluftsensoren war der Aranet 4 mit einer recht schlicht gehaltenen mobilen Anwendung und einem integrierten Display am Sensor. Der Aranet 4 misst den CO2-Gehalt, Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck. Der zweite Sensor war der Airthings Wave Plus mit einer recht attraktiven mobilen Anwendung und einem sehr schlicht gehaltenen Raumluftsensor. Zusätzlich zu den Werten von Aranet 4 misst dieser den aktuellen Radonwert der Luft und den TVOC. Bei der Festlegung des Zeitplans haben wir mit ausreichend Puffer geplant, sodass wir gegen Ende nicht in Verzug kommen konnten. Die Benutzertests haben wir relativ früh eingeplant, um die Teilnahme an den Tests vor Ort sicherzustellen. Aufgrund der Corona-Situation haben nur 7 Probanden an der Studie teilgenommen. Die Teilnehmer waren entweder Studierende oder Dozenten aus dem Bereich der Medieninformatik. Bei der Geschlechterverteilung ist zu erkennen, dass der Anteil männlicher Probanden größer war. Nur eine Teilnehmerin war weiblich. Bei der Altersverteilung der Teilnehmer war der Großteil zwischen 20 und 25 Jahre alt. Zur Bestimmung der Effektivität sowie Effizienz haben wir die abgeschlossenen Use Cases und die dafür benötigte Zeit erfasst. Mithilfe des UAQ haben wir die User Experience ermittelt und mit einem selbst angefertigten Fragebogen die demografischen Daten abgefragt. Am Ende haben wir die Daten kombiniert, um weitere Aussagen treffen zu können. Insgesamt gab es 4 Use Cases. Als erstes fingen die Probanden mit der Einrichtung und Konfiguration des Sensors und der App an. Anschließend wurde die Bedienung durch das Auslesen und Bewerten der Messwerte erprobt. Zuletzt ging es darum, die Produkte über längere Zeit warten zu können. Aus den gemessenen Werten kann man gut erkennen, dass beim Aranet 4 die Use Cases relativ sicher und erfolgreich abgeschlossen wurden. Beim Airthings Wave Plus kann man bis auf einen Use Case ähnliche Ergebnisse erkennen. Bei der Betrachtung der benötigten Zeiten fällt besonders der erste Use Case bei Airthings Wave Plus auf. Hier wurde eine längere Dauer bei der Durchführung erfasst, da die Probanden durch eine Einweise in der App geführt wurden. Bei der User Experience ist zu erkennen, dass der Airthings Wave Plus deutlich ansprechender war. Dies ist besonders bei den Werten der Attraktivität, Durchschaubarkeit und Originalität bemerkbar. Ohne Berücksichtigung des UEQs schneidet bei der kombinierten Metrik der Aranet 4 besser ab. Nimmt man den UEQ mit auf, gleichen sich die Werte etwas aus. Betrachtet man die pragmatische und hedonische Ebene getrennt, dann besteht hier keine signifikante Differenz. Insgesamt hat sich ergeben, dass der Raumluftsensor Aranet 4 im gestalterischen Bereich innerhalb der App Verbesserungsbedarf hat, jedoch den gewünschten Funktionsumfang an den Stellen, wo dieser erwartet wird, bereitstellt. Der Airthings Wave Plus hingegen hat die Gestaltung der App sehr gut umgesetzt, hätte jedoch Verbesserungsbedarf bei der Datenbereitstellung.